Where's our leader at this time? At this time when our country is down on its knees, begging, pleading, hurt, angry, frustrated, in pain, begging and pleading with its arms out, just wanting to be heard. Es war nicht geplant, es stand nicht im Drehbuch, aber es war explosiv. Dwayne „The Rock“ Johnson und Robert De Niro haben ein Video veröffentlicht, mit dem niemand gerechnet hat. Was sie über Donald und Melania Trump sagen, hat das ganze Land erschüttert. Begging and pleading and praying for change. Where are you? Where is our compassionate leader who's going to step up to our country, who's down on its knees and extend a hand and say, you stand up. Stand up with me. Stand up with me because I got you. I got you. I got you. I hear you. I'm listening to you. Das war kein Hollywood-Moment, sondern eine Begebenheit aus dem wirklichen Leben. Die Frage, Die The Rock, ein Mann, der seine Karriere auf Stärke, Führungsqualitäten und dem Eintreten für das Richtige aufgebaut hat, stellte, war eine einfache, aber sehr eindringliche Frage. Was ist mit dir passiert? Obwohl sich die Vereinigten Staaten von Amerika in einer Notlage befanden, baten die Menschen um Führung, baten um jemanden, der das Kommando übernimmt und die Nation durch den Umbruch lenkt. Aber Trump blieb stumm. In der Zeit, in der die Nation Antworten brauchte, gab es niemanden, den man entdecken konnte. Als Alternative zum Einschreiten. And you have my word that I'm going to do everything in my power and until my dying day, my last breath, to do everything I can to create the change that is needed to normalize equality. Unterstützen Sie, was The Rock und De Niro gesagt haben? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für Nein. Wir wollen Ihre Meinung zu diesem Feuersturm hören. Trump war vermutlich damit beschäftigt, das zu tun, was er am besten kann, nämlich zu twittern und vielleicht sogar mit Elon Musk zu lachen, indem er Ideen rund um Dogecoin in die Welt setzte. Während die Nation nervös war, das hat er auf jeden Fall getan, anstatt sich an die Menschen zu wenden. Das war der Funke, der The Rock entfachte. Während er Antworten verlangte, spielte er weder eine Rolle, noch war er amüsant. Es geht um mehr als Politik. Es geht nicht um links gegen rechts. Es geht um die Pflicht. Ein Mann, der nicht einmal in der politischen Welt lebt, The Rock, hatte das Bedürfnis, sich zu Wort zu melden, da seiner Meinung nach niemand sonst es tat. Er lebte nicht einmal in der politischen Welt. Dies war das Ausmaß des Problems. It's that same compassionate leader who has to come back and readdress the country, to give important context, to give important perspective. Drücken Sie den Like-Button, wenn Sie die Wahrheit in Echtzeit sehen wollen. Tippe auf Subscribe für weitere explosive Momente von Prominenten, die sich weigern zu schweigen. Und vergessen wir nicht die Zeit, in der dies geschah. Obwohl die Nation zerrissen war, Demonstrationen stattfanden und die Menschen Gerechtigkeit forderten. Wer war die einzige Person, die die Fähigkeit hatte, sie zusammenzubringen? Kein Ton. Die Botschaft, die Dwayne Johnson aussandte, war nicht nur ein Schimpfwort, sondern vielmehr ein Aufruf. Ein Aufruf zu echter Führung. Ein Aufruf zum Handeln und ein Aufruf an Trump. Tatsächlich zuzuhören. Das war in der Tat nur der Anfang der Dinge. Rocky Dwayne Johnson hielt sich mit nichts zurück. Er sprach die eine Frage an, die Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika beschäftigte. Er starrte direkt in die Kamera. Die Nation war in Aufruhr. Demonstrationen bevölkerten die Straßen und die Menschen brachten ihre Angst, ihre Wut und ihren Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck. Jetzt war es an der Zeit, dass eine Führungspersönlichkeit aktiv wird, sich Gehör verschafft und zeigt, dass sie sich kümmert. Doch von Trump gibt es keine Spur. Es wird keine Rede gehalten, um die Menschen zusammenzubringen. Es werden keine sinnvollen Maßnahmen ergriffen, um den Sturm zu stillen. Nichts als Schweigen oder, noch schlimmer, ein paar rücksichtslose Tweets, die nichts bewirken, außer noch mehr Benzin in die Flammen zu gießen. Rights. We believe in equality for all. That's what we believe in. So of course all lives matter. But in this moment right now, this defining, pivotal, explosive moment where our country is down on its knees, the floorboards of our country are becoming unhinged. In this moment, we must say the words, Black Lives Matter. Es war nicht Johnsons Absicht, Perfektion zu verlangen.
Es war nicht einmal eine politische Agenda, die er vertrat. Seine Forderungen an die Führung waren klar. Echte Führung, die kraftvoll und entschlossen ist. Jemand, der bereit ist, aufzustehen, die Verantwortung zu übernehmen und die Nation mit ihnen durch die Turbulenzen zu führen. Stattdessen ging Trump den Aktivitäten nach, die er schon immer gemacht hat. Er sendet Tweets, streitet mit Kritikern und verbringt Zeit mit Millionären wie Elon Musk. All das sind Beispiele für sein Verhalten. Vielleicht hat er sogar Witze über Dogecoin gemacht, als das Land auseinanderfiel. Das Ergebnis war, dass The Rock ziemlich wütend wurde. Der Moment war nicht der richtige für Ablenkungen zu diesem Zeitpunkt. In diesem Moment war keine Zeit für Ego-Konflikte. Viele Menschen waren verzweifelt und suchten nach Antworten, Trost und Hoffnung. Und doch richtete derjenige, der das höchste Amt in den Vereinigten Staaten innehatte, der die meisten Möglichkeiten hatte, etwas zu verändern. Seine Aufmerksamkeit mehr auf die sozialen Medien als auf die Schreie des amerikanischen Volkes. Es war leicht, Johnsons Botschaft zu verstehen. Achten Sie darauf, was die Menschen zu sagen haben. Schenken Sie wirklich Aufmerksamkeit. Nicht nur für diejenigen, die Trump unterstützten, sondern auch für diejenigen, die sich nicht beachtet fühlten, die das Gefühl hatten, zurückgelassen und nicht gehört zu werden. Die Parteigrenzen interessierten hier wenig. In einer Zeit, in der die Nation ihn am meisten brauchte, ging es darum, menschlich zu sein und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Außerdem argumentiert The Rock, dass Trump nicht erfolgreich war. When you extend a hand and you reach out to Americans who are in pain, and they stand with you. They stand with you. Here's what happens. The entire country stands and rises as well. There is military force that has been deployed on our own people. Looters, yes. Criminals, absolutely. But our protesters who are begging and pleading, our protesters who are in pain, you know, you would be surprised how people in pain would respond when you say to them. Auch wenn er über Führungsqualitäten sprach, war Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock. Er sprach über das Konzept der Gerechtigkeit, als er sich ansah, was im ganzen Land vor sich ging, einschließlich der Demonstrationen, des Leids und der Uneinigkeit, drückte er aus, was viele Menschen dachten. Wir alle, als eine Nation, müssen zusammenkommen und zusammenstehen. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das war keine Frage von rechts oder links. Es ging um Menschen, um echte Menschen, die zu lange vernachlässigt worden waren. Hinter der Black Lives Matter-Bewegung steckte mehr als nur ein weiteres Trendthema. Der Schrei nach Hilfe, die Forderung nach Veränderung und der Unwille, ein System zu akzeptieren, das so viele Menschen über einen so langen Zeitraum im Stich gelassen hatte, waren allgegenwärtig. Und Johnson hat das unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Er hatte sich ihrer Position angeschlossen. Er erklärte nicht nur, dass er für die Bewegung sei. In seiner Rede forderte er die gesamte Nation auf, aufzuwachen, nicht länger so zu tun, als gäbe es diese Probleme nicht, auf die Stimmen zu hören, die man zum Schweigen gebracht hatte, und die Ungerechtigkeiten anzuerkennen, die sich vor aller Augen abspielten. Denn Amerika ist schon zu lange gespalten. Mehr noch, wenn sich die Dinge nicht ändern. Wenn die Menschen nicht zusammenkommen, wird die Kluft zwischen ihnen nur noch größer werden. The Rock war nicht der Einzige, der anwesend war. Damit reiht er sich in die wachsende Zahl berühmter Persönlichkeiten ein, die sich weigern zu schweigen. Robert De Niro hatte Donald Trump jahrelang als Gangster bezeichnet und behauptet, dass es ihm mehr um seine persönliche Macht als um die Menschen gehe, die er anführen solle. Eine andere Gruppe von Menschen, darunter Sportler, Schauspielerinnen und Künstler, hat ebenfalls ihre Meinung geäußert und Gerechtigkeit, Gleichheit und Reformen gefordert. I love this city. I don't want to destroy it. Donald Trump wants to destroy not only the city, but the country, and eventually he could destroy the world. I owe this city a lot. And that's why it's so weird that Donald Trump is just across the street. Because he doesn't belong in my city. I don't know where he belongs, but he certainly doesn't belong here.
Die Botschaft, die Johnson vermittelte, war klar und deutlich. Es ging um mehr als nur eine politische Frage. Es ging darum, dafür zu sorgen, dass niemand in unserem Land jemals das Gefühl hat, dass seine Stimme nicht zählt, dass die grundlegenden Menschenrechte geschützt werden und dass man für das Richtige eintritt. Darüber hinaus zögerte er nicht, seine Stimme gegen Autoritätspersonen zu erheben, die sich weigerten, ihm zuzuhören. Wenn es um Donald Trump geht, hielt sich Robert De Niro mit seiner Kritik an ihm nie zurück. Er hat nicht versucht, diplomatisch zu sein oder den Ernst der Lage herunterzuspielen. Trump wurde von ihm als Gangster und Diktator bezeichnet, was genau dem entsprach, was er sich unter Trump vorstellte. Robert De Niro ist seit vielen Jahren einer der schärfsten Kritiker von Donald Trump und hat sich nie um die Reaktionen geschert, die er erhielt. Seiner Meinung nach war Trump ein Mann, der mit eiserner Faust herrschte, der keine Meinungsverschiedenheiten duldete und der glaubte, er sei der Einzige, der auf alle Fragen eine Antwort habe. Nach Ansicht von Robert De Niro war dies keine Führung, sondern eine Diktatur. Es ging darum, Macht und Kontrolle zu besitzen und jeden zum Schweigen zu bringen, der die Kühnheit besaß, anderer Meinung zu sein. I always keep saying, democracy is great, of course, but democracy people take for granted. It's a word that some people don't even understand. They take it for granted. It's about right and wrong, period. The guy's a monster. He is beyond wrong. It's almost like he wants to do the most horrible things that he can think of in order to get a rise out of us. I don't know what it is, but he's been doing it, and it's scary. Excuse my French. Außerdem war John De Niro der Meinung, dass es nicht nur um Politik, sondern auch um die Menschen geht. Er wurde Zeuge der Notlage von Millionen von Amerikanern, der Missachtung ihrer Stimmen und des Gefühls der Verlassenheit, das die Gemeinschaften erlebten, und er weigerte sich, zu schweigen. Er war der Meinung, dass Trump sich nicht um das Wohlergehen der normalen Menschen kümmerte. Im Gegenteil, er erlebte einen Präsidenten, der sich mehr um sein eigenes Image, seine Tweets und seine persönlichen Interessen kümmerte als um die Herausforderungen der amerikanischen Arbeiterklasse, der Minderheiten und der Menschen, die das Gefühl hatten, zurückgelassen zu werden. Das ist der Grund, warum er "We the Rock" alles gesagt hat, weil Schweigen seiner Meinung nach keine Option war. Als Familien eine schwierige Zeit durchmachten, als rassistische Ungerechtigkeiten ans Licht kamen und als Einzelne das Gefühl hatten, nicht gehört zu werden, war De Niro der Meinung, dass jemand die Stimme erheben und ausdrücken müsse, was so viele Menschen dachten. Falls er sich dadurch Feinde machte, war ihm das egal. Für das einzutreten, was er für richtig hielt, war ihm wichtig. Should not be president, period. We are at a moment in our life, in this country, where this guy is like a gangster. He's come along and he's said things, done things we say over and over again. This is terrible. We're in a terrible situation. We're in a terrible situation. And this guy just keeps going on and on and on. The day after he was elected, I said, well, give him a chance. You never know, you'll see. But he's worse than I ever could have imagined. A lot of criticism of you. Fuck him. Okay, well, you know, this is cable. Sorry. Die Botschaft, die De Niro aussandte, war ebenso klar und laut wie die von Johnson. Amerika hat etwas Besseres verdient. Bei dem Konzept der Führung ging es nicht um Macht oder Ego. Es wurde betont, wie wichtig es ist, zuzuhören, für das Volk zu kämpfen und für Menschen einzutreten, die über einen zu langen Zeitraum hinweg nicht beachtet wurden. Die Menschen achten darauf, was berühmte Persönlichkeiten zu sagen haben. Wenn so bekannte Persönlichkeiten wie Dwayne Johnson oder Robert De Niro ihre Meinung äußern, ist das nicht nur eine andere Sichtweise. Es gibt Millionen von Menschen, die diese Botschaft hören. Prominente Personen üben im Guten wie im Schlechten einen erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft aus. Ihre Aussagen haben in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Musik, Sport und Kino, Gewicht. Es ist mehr als nur ein Wutanfall, wenn ein Führer wie Trump von The Rock oder Robert De Niro beschimpft wird. Dies ist eine Zeit, in der überall Gespräche stattfinden. Von den Nachrichtenredaktionen über die Esstische bis hin zu den Feeds der sozialen Medien. But I am a man and I am a father who cares so deeply about my family, about my children, and the world that they will live in. I care so deeply about our country and every single person in it. That's who I am. I am a man who is frustrated, I'm disappointed, I'm angry, but I'm also doing my best to stay focused
and as calm as I could possibly be in the pocket to make the best decisions for my family and make the best decisions. Es ist kein Geheimnis, dass es unter den Amerikanern Unstimmigkeiten gibt. Nur wenige Menschen haben Vertrauen in Trump. Wenn sich jedoch eine prominente Persönlichkeit mit großem Einfluss zu Wort meldet, zwingt sie andere zum Nachdenken. Unabhängig davon, ob sie mit dem, was sie sagt, einverstanden sind oder nicht. Auf eine Art und Weise, zu der Politiker allein nicht immer in der Lage sind, bringt sie Themen wie Führung, Gerechtigkeit und Gleichheit aus dem Hintergrund in den Vordergrund. Der Aktivismus eines Prominenten kann über die bloße Äußerung seiner Ideen hinausgehen und zu einer tatsächlichen Aktion werden. Wenn The Rock über Führungsqualitäten spricht, hören die Leute nicht nur zu, sondern beteiligen sich aktiv. Dabei denken sie über die wahre Bedeutung von Führung nach. Es ist nicht nur eine Beleidigung, wenn Robert De Niro Donald Trump als Gangster bezeichnet. Eine solche Aussage veranlasst die Menschen dazu, die Art und Weise der Machtausübung zu hinterfragen. Aber es geht noch viel weiter. Berühmte Persönlichkeiten haben nicht nur die Fähigkeit, die Stimmung zu beeinflussen. Sie motivieren andere, aktiv zu werden. Je mehr sie darüber sprechen, dass sie wählen können, desto mehr Menschen melden sich zur Wahl an. Je mehr sie sich für den Wandel einsetzen, desto mehr Unterstützung erhalten sie von ihren Anhängern. Es ist möglich, dass einige Menschen mit ihren politischen Ansichten nicht einverstanden sind. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass sie, wenn sie sich zu Wort melden, andere zum Nachdenken, diskutieren und sogar zum Wählen bringen. Letztendlich haben Prominente nicht die Macht, Gesetze zu verabschieden, aber sie haben die Möglichkeit, Gespräche zu beeinflussen. Außerdem haben Gespräche das Potenzial, einen echten Wandel herbeizuführen. Während wir also weiterhin darauf warten, dass diese Führungspersönlichkeit auftaucht, möchte ich Ihnen allen empfehlen, dass wir die Führungspersönlichkeiten werden, nach denen wir suchen. Rechenschaftspflicht, Führung und Gerechtigkeit waren alles Dinge, die sie forderten. Wenn prominente Persönlichkeiten ihre Position nutzen, um sich mit der Obrigkeit anzulegen, führt dies zu wichtigen Gesprächen, die nicht ignoriert werden können. Diese Gespräche lassen sich nicht verhindern. Aber Prominente sind nicht die einzigen, die hier beteiligt sind. Wir alle sind davon betroffen. Die Menschen sind in der Lage, Veränderungen herbeizuführen, wenn sie sich zu Wort melden, zuhören und aktiv werden. Jede einzelne Stimme ist wichtig, sei es durch Wahlen, durch das Eintreten für das Richtige oder einfach durch Diskussionen, die von Bedeutung sind. Was denken Sie? Sind The Rock und De Niro zu weit gegangen oder gerade weit genug? Schreiben Sie uns Ihre Kommentare, wir lesen alles. Drücken Sie Like, wenn Sie das Schweigen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens leid sind. Abonnieren Sie, damit Sie nie wieder verpassen, wenn die Wahrheit auf unvergessliche Weise auf Live-TV trifft. Denn manchmal sind die größten Momente nicht im Kino, sondern auf einem Live-Video zu sehen.